Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo, und in diesem heutigen Wochenvideo möchte ich Ihnen zunächst einmal erklären, was man bei einer T-Zell-Immunität im Detail sehen kann, und dazu stelle ich Ihnen einige anonymisierte Patientenfälle vor und interpretiere diese Befunde. Und nächste Woche haben wir dann nochmal ein Interview zusammen mit Frau Prof. Dr. König, und dort werden wir dann auch die neutralisierenden Antikörper zu diesen und einigen anderen weiteren Fällen im Detail für Sie erklären, und dann sehen Sie, was alles möglich ist, was mit individueller Diagnostik und dann auch Therapie zu Ihrem Wohl und Nutzen in der Medizin machbar ist. Wenn Sie das interessiert, bleiben Sie dran. Ich finde es jedenfalls super spannend. Bis gleich. Wir sehen an diesem Beispiel, wie eine Patientin nicht geimpft wurde, also sozusagen genesen ist, keinen positiven PCR-Test hat, die hat es also gar nicht mitbekommen. Und wir erkennen hier in dem Nachweis, dass SARS-CoV-2, Coronaviren oder eben auch saisonale Coronaviren angeschlagen sind und die Auswertung hier unten positiv auf SARS-CoV-2 Rezeptorbindungsdomäne RBD und dann auch noch humanes Coronavirus NL63 und humanes Coronavirus 229E. Das Schöne an dem NL63 ist, dass es auch über den ACE-Rezeptor aufgenommen wird. Und insofern hat der Körper durch diesen Kontakt zu diesem saisonalen Schnupfenvirus bereits eine Antwort, eine Antikörperantwort gefunden, dass die über das SARS-CoV-2-Virus, was den gleichen Zugang, den ACE-Rezeptor nutzt, bereits ein Antikörper da ist, der das verdrängt. Und das hat vermutlich dazu geführt, dass diese Patientin von ihrer Erkrankung auch überhaupt nichts mitbekommen hat. Die ist aber auch in der Zwischenzeit umhergegangen und hat sicherlich eine Zeit lang auch Viren verbreitet. Schauen wir uns dazu jetzt mal die T-Zell-Antwort an. Dann können wir sehen, dass wir bei den Spike-Antigen-Proteinen 10 Spots haben. Das bedeutet, ab einem Spot von 6 gehen wir von einer sehr guten T-Zell-Antwort aus. Wir entdecken bei dem Nukleokapsid-Protein 9 Spots. Die gibt es zum Beispiel bei der mRNA-Impfung nicht. Die kann man erwarten, wenn man auf Valneva wartet. Und wir haben auch in diesem Fall keine Spots gegen das Membranprotein, also war die Immunreaktion schon abgeschlossen, bevor sich sozusagen das Immunsystem dem Membranprotein oder Matrixprotein zuwenden konnte. Und wir sehen 9 Spots für die saisonalen Coronaviren, also die wir hier im Antikörpertest mit NL63 und 229E sehen. Das Immunsystem macht nur das, was es muss. Das heißt, wenn ich hier vorne eine sehr gute T-Zell-Immunität habe und es dringt gar kein Virus in die Tiefe ein, besteht auch überhaupt kein Grund, hier hinten Antikörper zu bilden. Und so sehen wir auch, dass zum Teil die Impfung deswegen natürlich, also die Antikörpertiter deswegen abflachen, weil natürlich nach der Impfung kein unmittelbarer Kontakt zu dem Virus stattgefunden hat. Und zwar sehen wir hier einen vergleichbaren Befund, der aber von einem Patienten stammt, der geimpft wurde. Wir sehen also, der Impftiter SARS-CoV-2 IgG ist positiv in mehr als 220 Nanogramm pro Milliliter, was also mehr als 101 BAU, also Binding Antibody Units entspricht. Und man geht davon aus, wenn man dem Vorsitzenden der Laborärzte folgt, dass mit einem BAU von größer 40 ein schlimmer Verlauf unwahrscheinlich ist. Und er geht davon aus, dass wenn der Wert über 1000 wäre, dass man dann sogar mit diesen neutralisierenden Antikörpern einen sogenannten Vollschutz hätte.
Nur die neutralisierenden Antikörper werden eben nicht auf der Schleimhaut präsentiert, sondern nur im Blut und sind demzufolge hinter den Schleimhäuten angesiedelt. Und wir sehen die T-Zellimmunität. Und bei der T-Zellimmunität sehen wir etwas ganz Interessantes. Wir sehen nämlich, dass das Nucleocapsid mit 14 Spots, also auch noch eine gute T-Zellantwort hat. Hier hat die Impfung also dazu geführt, dass wahrscheinlich der Patient einen sehr blanden Verlauf haben wird, weil bereits auf der Schleimhaut eine Antwort gebildet werden wird. Wir sehen, das Nucleocapsid-Antigen ist negativ und wir sehen, das Membranprotein hat immerhin 4 Spots. Und wir sehen, die homologen Coronaviren haben 7 Spots. Das heißt, dieser Patient hat in der Zwischenzeit Kontakt gehabt zu den klassischen saisonalen Coronaviren, hat darüber auch wieder eine 80-prozentige Kreuzantigenität, also eine sehr gute T-Zellantwort entwickelt und hat in dem Zusammenhang, weil wir finden ja die Spots auf das Membranantigen, Kontakt zum Coronavirus gehabt. Wahrscheinlich nur ganz wenige Zellen, ganz wenige Viren, aber es reichte aus, um darauf eine Antwort zu bilden. Und dieser Patient hat davon auch nichts gemerkt und ist auch schon über 80 Jahre alt. Und dann habe ich hier einen Wert, der zeigt uns den Wert, wie eine T-Zellantwort aussehen kann, wenn jemand geimpft ist. Der hat 15 Spots für das Spike-Protein, also ein eindeutiger Erfolg der T-Zellantwort auf die Impfung mit mRNA-Impfstoff. Und wir sehen kein Nucleocapsid, kein Membranantigen und wir sehen unter dem Cut-off von 6 2 Spots für endemische Coronaviren. Muss schon lange her sein, dass er dazu vielleicht mal Kontakt gehabt hat. Demzufolge sehen wir hier nur einen reinen Impfimmunitätswert. Wenn wir uns diesen Wert hier angucken, dann haben wir eine Person, die nicht geimpft ist. Wir sehen also, wir haben kein Spike-Protein-Antigen, wir haben kein Nucleocapsid, wir haben kein Membran und wir haben auch keine Coronaviren als T-Zellantwort. Aber wir sehen Antikörper auf humanes Covid-Virus NL63, was ja den ACE-Rezeptor als Eintrittspforte nutzt und damit schon mal eine ganz gute Grundimmunität gibt. Diese Patientin hat also im Grunde genommen bisher keinen Kontakt zu Corona gehabt, bis auf diesen Schnupfen. Und das muss auch schon ein Weilchen her sein. Oder es zeigt, dass die T-Zellantwort so schwach ist, dass eben nur die Antikörper gebildet werden konnten und eben die T-Zellantwort nicht übrig bleibt. Und bei einem erneuten Kontakt zu diesem Virus wird auch wieder eine deutliche Erkrankung auftreten. Und in diesem Fall hier sehen wir nochmal einen schönen Fall, wie jemand nicht geimpft ist und die Erkrankung bewusst durchlebt hat, also weiß auch, worum es geht, aber die 6 Monate sind um und jetzt steht ja die Anschlussimpfung an. Ansonsten gilt man ja nicht mehr als genesen. Und wenn man sich dieses Bild anguckt, dann sehen wir, die Negativkontrolle ist okay. Wir haben immer noch ganz viel Spike-Antigen, positiv 9 Spots, also mehr als mancher, der geimpft ist. Wir haben 25 Spots auf das Nucleocapsid-Antigen und wir haben 50 Spots auf das Membranprotein. Das heißt, diese Person ist mit ihrer T-Zellimmunität an der Schleimhaut quasi wie so ein Virenfilter zu bezeichnen. Wenn die einatmet, dann hat sie erstens, weil durchlebt, ihr sekretorisches Immunglobulin A oder könnte auch sagen lösliches. Das heißt, sie greift erstmal schon mit den richtigen Antikörpern die Viren weg. Die Schleimhaut dennoch infizieren, werden durch die T-Zellimmunität sofort erkannt und abgetötet. Und sie hat zusätzlich auch noch Kontakt zu den klassischen Schnupfenviren gehabt. Aber nach der jetzigen Vorgabe muss diese Person geimpft werden. Und das halte ich für wissenschaftlich nicht haltbar, weil wir eben in dem Fall sehen, dass wir gegen all das, was wir sonst für sinnvoll erachten, ob wir jetzt Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung, Hepatitis oder Masern, Mumps, Röteln und dergleichen uns angucken, ja auch am Titer orientieren, sollten wir hier, weil die Impfung ist ja nun nicht ganz nebenwirkungsfrei, auch die Möglichkeit ergeben,
zu entscheiden, wie der Impftiter wirklich ist. Ich hoffe, dass ich Sie mit diesem Vortrag über die einzelnen Wirkungen und Fälle habe mitnehmen können und niemanden abgehängt habe. Und wenn doch, dann schauen Sie sich das einfach noch ein-, zweimal an, denn nächste Woche können Sie ja als Aufbaustudium sozusagen zu dem, was Sie hier bekommen haben, in meinem Interview mit Frau Professor Dr. König hören, sehen und auf meine Fragen dann Ihre Antworten wahrnehmen, was man aus solchen Werten für Schlussfolgerungen ziehen kann, auch für sich und Ihre Lieben. Ich freue mich schon auf nächste Woche.